Heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Heute geht es um das Thema Bewertung und Kennzahlen, nämlich wie kannst du deine Wunschaktie bewerten oder wie kannst du sie in Vergleich setzen zu anderen Aktien und herausfinden, ob sie vielleicht über- oder unterbewertet ist und natürlich bei einer Unterbewertung die Gründe dafür. Dann ist es nämlich entscheidend, einen richtigen Zeitpunkt zum Einstieg in die Aktie zu finden. Und wenn dich das interessiert, dann sprechen wir heute über den Cashflow. Was ist also der Cashflow? Ich das Video an vom Anfang bis Schluss. Es geht kurz und knapp in den Cashflow und es geht auch schon los. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es geht um das Thema Cashflow. Cashflow ist eine Bewertungskennzahl und ich habe hier die Seite BWL-Lexikon aufgerufen. Der Cashflow gibt also im Grunde an die Kapitalflüsse eines Unternehmens in einer bestimmten Periode. Noch besser ist es hier in der Grafik. Es werden nämlich dann die betrieblichen Ausgaben und die betrieblichen Einnahmen gegenübergesetzt, und wenn die größer sind, die Einnahmen als die Ausgaben, das seht ihr hier in dieser Grafik, dann kann man sagen, man hat einen positiven Cashflow und umgekehrt ist es also ein negativer Cashflow. Also das bedeutet, das Cashflow gibt die Kennzahl an im Unternehmen, welche dir hilft, zu sehen, ob der Betrieb gesund ist. Er misst also den Zufluss und Abfluss von diesen liquiden Mitteln, in zum Beispiel Bargeld, Zahlungsmitteln, während eines bestimmten Zeitraums. Meistens ist es ein Geschäftsjahr. Und der Cashflow ist so wichtig, um also die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten und die Fähigkeit zu beurteilen, für seine laufenden Geschäftstätigkeiten diese zu finanzieren und Investitionen zu tätigen und Schulden abzugleichen. Man unterscheidet zwischen drei Hauptarten. Es gibt den operativen Cashflow, dieser zeigt den Zufluss und Abfluss von Bargeld aus laufenden operativen Aktivitäten des Unternehmens an, und dazu gehört der Nettoerlös aus dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter, Steuern und andere betriebliche Zahlungen. Also man kann ihn richtig so berechnen. Meistens ist er aber natürlich in der Bilanz oder in einem Unternehmensbericht angegeben. Dann gibt es den Investitions-Cashflow, der umfasst die Zu- und Abflüsse vom Bargeld, die aus Investitionen und Sachanlagen entstehen, wie zum Beispiel den Kauf oder Verkauf von Gebäuden oder Maschinen. Dann haben wir den Finanzierungs-Cashflow, der dient dazu, die Zu- und Abflüsse von Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten zu erkennen, wie zum Beispiel die Aufnahme von Rückzahlungen von Darlehen oder die Ausgabe und Rückkauf von Aktien. Also es gibt hier verschiedene Cashflow-Größen. Wichtig für euch ist, dass ihr einfach versteht, gibt es positiven Cashflow oder negativen Cashflow, um dann zu sehen im Vergleich, dass das Unternehmen gesund ist und auch seine Zahlungen tätigen kann. Und Fazit, also die Beurteilung der Liquidität, der Cashflow gibt also Auskunft darüber, wie gut das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und kurzfristige Zahlungen wie Lieferantenrechnungen und Löhne zu decken. Ein positiver operativer Cashflow deutet auf eine gute Liquidität hin und ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Verpflichtungen aus eigenen Mitteln zu berechnen. Es gibt dazu natürlich noch weitere Anwendungskennzahlen, die den Cashflow dann verwenden, und zum Beispiel ist das KCV, also das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das berechnet sich aus Aktienkurs geteilt durch Cashflow je Aktie. Also man braucht den Aktienkurs als Wert und dann den Cashflow-Kurswert, den Cashflow-Wert je Aktie, der meistens dann schon vom Unternehmen berechnet wurde, und dann hat es eine ähnliche Bedeutung wie das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, und du kannst aber sehen, das ist der Unterschied, es geht hier um die Zahlungsflüsse. Also beim KCV sind nicht die Gewinne betrachtet wie beim KGV, sondern die Zahlungsflüsse eben in Form der Cashflows. Und ein Beispiel dafür: ein Unternehmen kauft also ein Auto für 50.000 Euro, ändert aber am Gewinn vorerst nichts, Wertverlust von möglichen 8.000 Euro im ersten Jahr, und da das Auto einen Restwert von 42.000 Euro hat. Ja, das ist also 50 minus 8 ist die 42. Der Cashflow sinkt dadurch
um die vollen 50.000, da dieses Geld aus dem Unternehmen herausfließt. Das ist ja dann eben nicht mehr da, wenn es direkt so bezahlt wird. Es steht dem Unternehmen also nicht für andere Zwecke zur Verfügung. Ja, so hier sieht ihr nochmal die Grafik. Also wichtig ist es, dass ihr mehrere Kennzahlen natürlich immer nehmt, nicht nur den Cashflow. Aber jetzt wisst ihr heute, habt ihr mal den Cashflow kennengelernt und ich hoffe, ihr könnt damit eure Aktien richtig einschätzen und einordnen. Zumindest schon erster Hinweis. Es wird weitere Kennzahlen geben, die ich euch hier vorstellen werde. Bleibt dran, es bleibt spannend und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao. Das war's auch schon in aller Kürze. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schaut euch mal an, was die Quellensteuer ist. Dann verlinke ich euch ein Video hier. Und wenn ihr wissen wollt, was die Ares Capital für ein Business Development Company Unternehmen ist, dann schaut euch das andere Video an. Bleibt investiert. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.